Und hiermit begrüße ich euch zur 10. Folge Deus Ex Human Revolution. In der letzten Folge haben wir ja, nicht so viel geschafft. Und ich würde sagen, wir machen einfach gleich mal weiter. Hier ist noch ein Computer, den können wir hacken. Und der wäre ja nicht umsonst hier, wenn es ja nicht was Interessantes gäbe. Okay. Dann legen wir mal los. Ich weiß immer noch nicht, ob man alle Terminals hacken muss. Also ob es was bringen würde. Aber ich mach's trotzdem mal. Also vorhin hätte es ja was gebracht. Was heißt vorhin? In der letzten Folge war es, glaube ich. Mit den Überwachungskameras und mit den Selbstschussanlagen. Okay. An Josies Rope. Der David Sarif. Josie. Wie Sie wissen, haben wir ernste Probleme. Wir müssen mehrere Großaufträge der Alphabetenagenturen abwickeln. Der Typhoon ist nur der erste davon. Diese Aufträge machen einen betrachtlichen Teil unseres Umsatzes aus. Das heißt, dass die fristgerechte Erledigung dieser Aufträge absolut notwendig ist, um unseren Nettogewinn konstant zu halten. Wir müssen also alle nötigen Vorbereitungen treffen, um unsere Produktionsraten zu erhöhen. Ich brauche bis spätestens morgen Abend eine detaillierte Übersicht der Produktionspläne dieses Monats. Ich weiß, das kommt etwas kurzfristig, aber ich bin sicher, Sie kriegen das hin. Wenn wir alle zupacken und zusammendrücken, werden wir das Kind schon schaukeln. David. Dringende Antwort erbeten. Präsident, Geschäftsführer. Sehr geehrter Herr, vertrauliches Angebot. Das klingt ja fast schon nach Spam. Nach Rücksprache mit meinen Kollegen habe ich basierend auf den Daten der nigerianischen Industrie- und Handelskammer die Ehre, Sie um Ihre Mithilfe bei der Überweisung von sehr vielen Credits 47.500.000 Credits auf Ihre Konten zu bitten. Die übrige Summe resultiert aus einem vor 5 Jahren durch einen ausländischen Vertragspartner fakturierten und in der Folge bezahlten Auftrag. Da die Überfakturierung beabsichtigt war, wurde die gesamte Summe auf ein Zwischenkonto bei der Central Bank of Nigeria überwiesen. Nach Ablauf der gesetzlichen Sperrfristen sind wir nun in der Lage, die Einlage aufzulösen. Da Mitarbeiterinnen der Regierung die Eröffnung von Auslandskonten untersagt ist, brauchen wir Ihre Unterstützung. Die Gesamtsumme wird wie folgt aufgeteilt. 70% für uns, 25% für Sie und 5% für die Begleichung sämtlicher anfallender Kosten, einschließlich der Überweisungsgebühren. Die Transaktion bringt für beide Seiten keine Risiken. Ich arbeite als Buchhalter bei der Nigeria National Transhumanism Corporation, NNTC. Sollte dieses Angebot für Sie von Interesse sein, benötigen wir folgende Unterlagen. Bla 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 bla. Gut. Ja. Könnte Spam sein. Egal. Ich glaube, in diesem Raum gibt es nicht mehr. Wir könnten theoretisch nochmal zurück. Aber das wäre jetzt auch zu spät. Die Geiseln konnten wir ja leider nicht retten. Okay, dann. Ja. Okay, wir haben sie leider verloren. Without the weapon, sir. Without the weapon, sir. Sir, please holster your weapon. Oha. Sorry? Why don't you put that away, sir? Ja, wenn ich wüsste wie, würde ich's machen. Sorry Leute. Put it away, sir. Ich würde auch gerne helfen, da aufzumachen, weil da hat sich der Sender drin versteckt. Aber unser Auftrag ist, zu gehen, zu verschwinden. Wir werden abgeholt wieder von dem Helikopter, der uns herbrachte. Und dann mal los. Not quite what you signed up for, is it, Jensen? Excuse me? Sneaking into your own factory to hide stuff while the boss holds the cops at bay? Don't get me wrong, I love Mr. Sarif. I just hate it when contracts become more important than people. I thought you did too. Oh, mit den Achselzucken. Ich bin kein Richter, Malik. Oder? Maßregeln. Tut mir leid, das zu sagen, Malik. Aber so funktioniert die Welt.
oder rechtfertigen. Manchmal läuft nicht alles nach Plan, Malik. Ich habe getan, was ich konnte. Und das haben wir eigentlich auch. I do. But things don't always go according to plan, Malik. I did what I could. I'm sure you did. You ready to go? Yes, I'm ready. Yeah, get me out of here, Malik. Your wish is my command. Climb in. Ja, da ist Malik auch enttäuscht für uns. Nicht nur sie. Ja, ganz schön laute Triebwerke. Ja, dann bin ich jetzt mal gespannt, wie es weitergeht. PDAs erhalten häufig Zugangsdaten oder Passwörter. Da haben wir vorhin sogar eins aufgenommen. Mussten aber trotzdem hacken. Das ist interessant. New orders just in, Jensen. The boss wants Pritchard to examine the Typhoon ASAP. Copy that. Thanks for the lift. No problem. Hey, and Jensen, I just wanted to say, new look suits you. Like you haven't missed a beat at all. Thanks. So, how's it feel? Being augmented? Excuse me? Don't take it the wrong way. I mean, I've got a few neuro enhancements myself. Discreet ones to help me fly better. But I chose to get them implanted. You didn't. Now that you had a chance to try them out, what do you think? Widerwillig. Sie waren heute ziemlich praktisch, trotzdem habe ich mich nicht freiwillig augmentieren lassen. Fasziniert. Heute hat es sich gut angefühlt. Erstaunlich gut. Herzlos. Ich finde, die Leute sollten aufhören, mir so viele Fragen zu stellen. Ja. Eigentlich waren sie schon praktisch, aber ich würde sagen, es war einfach nicht freiwillig, sonst hätten wir es ja früher schon getan. I'm not gonna lie and say they didn't come in handy back there. But like you said, I didn't choose to get augmented. So it'll take some getting used to. I get it. But don't be surprised if the boss keeps pushing you to get more. Why? What do you mean? You know how he is. He thinks augmentations are the be-all, end-all of everything. And he can't understand why someone wouldn't want to become more than human. Megan used to say the same thing. I'm not surprised. The research she was doing was pretty damn inspired. Might have convinced a lot more people to give what we make here a try. If that bastard hadn't killed her. Listen, Jensen. I know you want to find the men who attacked us, and so do I. If I can help in any way, all you gotta do is ask. Nach ersten Angriff fragen. Ja, fragen wir mal nach. Was ist denn mit dem ersten Angriff gewesen? Weil jetzt gerade hat er auch gesagt, dass sie getötet wurde. Hat man vorher ja nicht mehr, also nicht hundertprozentig gewusst. Aber anscheinend ist es so passiert. Actually, there is something. I want to know about the first attack. Fine. Ask away. Die Söldner. Did anyone else see them? The men who attacked? Not well enough to get a description. Pritchard got some fuzzy images off one of the Intellicams, but his tapes were all confiscated by Homeland Security. Homeland? I heard Homicide passed it over to Special Investigations. Detroit Special Investigations. They did, for the first month. After that, all I really know is the case is still pending, and Mr. Sarif is not pleased. Okay, Maliks Schilderungen. Denn sie waren jene Nacht dort. You were there that night. What do you remember about it? That it was chaos. First, everybody figured there'd been some kind of accident, but Pritchard couldn't get a good visual and communications were haywire. Then we heard the explosions. By the time anyone knew what had hit us... They were gone. Whoever they were good, Jensen. Special training good. Das stimmt natürlich. Wenn sie uns besiegt haben, können sie nur sehr gut sein. Das Motiv. I've been thinking about why they attacked. What they were really after. Isn't it obvious? They didn't want us going to Washington. No, that was just timing. Hearings can be rescheduled. Somebody else can present Megan's findings. I don't think so, Jensen. They took out her whole team. Declan Faraday, Vasily Savchenko, Nia Colvin, even Eric Koss. The labs their bodies were found in. Were burned to a crisp. I know.
The only reason you weren't caught in the fire was because that retaining wall came down. Saved your life, believe it or not. So the whole attack was just to destroy Megan's research. Sure looks that way. Mr. Sarif is hoping to reconstruct it, but it may take months. If he can keep us solvent that long. Ja, das ist natürlich hart, aber wie wir gehört haben, die Körper wurden komplett verbrannt. Das heißt, kann man vielleicht kann man ja gar nicht mehr hundertprozentig sagen, dass sie wirklich, also dass die Leichen wirklich die Leichen waren. Vielleicht finden wir noch was raus, aber vielleicht ist es auch nur ein Hirngespinst. Ich werde sie finden, Malik, so oder so. I'm gonna find him, Malik. One way or another. I believe you. And just so you know, when you do, I've got your back. I appreciate that, Malik, but right now... You've got to get the Typhoon into the tech lab, right. See you later then. Oh, and Jensen, the boss wants a face-to-face debrief in his office once it's secure. Roger that. Good night, Malik. Ja, gute Nacht, Malik. Könnten jetzt auch nochmal reden, aber das sparen wir uns. Nicht, dass noch irgendwie... Also ich könnte mir vorstellen, dass dieselben Fragen nochmal auftauchen und deswegen wäre das ja sehr unnütz. Die Tür haben wir aufgelassen, hat natürlich keiner geschlossen. Jetzt gehen wir einfach mal durch den Eingang rein, weil wir sind ja zuvor durch den Untereingang rausgekommen. Oh, eine Zeitung. Okay. Nia Ashima Akim. Der komplett augmentierte nigerianische Popstar räumte heute bei den Planet Music Awards in Los Angeles grob ab und heimste Preise in insgesamt 6 Kategorien ein. In ihrem aktuellen Album Yoruba, das ihren Kampf gegen die Diskriminierung, Armut sowie die Augmentierungsproblematik behandelt, hat sie weltweit die Herzen der Fans erobert. Moment. Hello. Mensch. Entschuldigen Sie? Well, I'm not surprised. You've heard what Taggart's been saying. Ja gut. Taggart hat was zu sagen und es ist wichtiger als die Zeitung. Da muss ich mich geschlagen geben. Aber da liegen sicher mehrere Zeitungen noch rum. Also wir können sie irgendwann mal wieder lesen. Aber jetzt gehen wir erstmal schnell zu Pritchard und geben den Typhoon ab, würde ich sagen. Und dann geht's zum Big Boss. So, Pritchard, da bin ich. Hallo. Well, if it isn't Mahatma Gandhi himself, come to honor us all with his life-preserving presence. If this is about the Typhoon, I'll get to it in a minute. Now, Pritchard. I didn't risk my neck to have you lose it in a pile of CPUs and scuzzy adapters. Well, look at you, using the big words. Don't think just because you hacked through the plant security system so fast that you're an expert on everything computer. There's a reason I can't examine the Typhoon yet. Do tell. For your information, I am running a diagnostic sweep on our network and router security to find out how Sanders' hacker got a hold of our codes. I'd have thought the first question to ask is, whose codes were they? Unless you already know. Stick to kicking down doors and shooting people, Jensen, and stop trying to do my job. I guarantee you we'll get along better that way. Okay. Wir haben den Typhoon übergeben. Das muss reichen. Oh, was liegt denn da? Ein E-Book. Grundlagen der neuralen Plastizität. 3 Seiten. Könnten wir vorlesen? Machen wir auch. Aus einem Vortrag, obwohl, nee, das lesen wir ein anderer Mal. Wir klauen lieber erstmal den Riegel hier und begeben uns zu unserem Chef. Ein bisschen die Story vorantreiben. Ist, glaube ich, jetzt sinnvoller, weil die letzten Folgen waren ja alle relativ, naja, nicht direkt langweilig, aber ja, großartig viel ist jetzt auch nicht passiert, außer dass wir nichts geschafft haben. Und deswegen fahren wir jetzt einfach hoch im Aufzug zu unserem Boss. Bin ich ja mal gespannt, ob das hier in einem Durchlauf klappt oder ob es wieder eine Cutscene geben wird, beziehungsweise eine Ladeszene. Vielleicht ist es in dem Spiel auch schon so, dass man während der Aufzugfahrt das quasi da geladen wird. Machen ja auch manche. I'm telling you, Hugh, he may not have put the gun in Sanders' hand, but it was Taggart's speech to the UN that started all this. William Taggart is nothing if not a shrewd political operator. You know that, David. So for the sake of appearances, I have to look him in the eye and let him bullshit me? With a smile.
Always with a smile. We'll talk later. Yeah, you wanted to see me? Yeah, how you feeling? I've had better days. Well, when we're done here, check in with Dr. Markovic at the limb clinic downtown. Get her to get a checkup. If you insist. Listen, about Sanders? Yeah, about Sanders. What the hell were you thinking? Letting him slip away like that? I sent you in there to take care of things. Ja, Kommando übernehmen. Sie wollten, dass ich die Lage kläre und das habe ich getan. Oder? Spielen. Ich hoffe, das wird sich später auszahlen. Sanders ist erst zufrieden, wenn er weiß, wer ihn reingelegt hat. Thema wechseln. Sanders steckt nicht hinter dieser Sache, Boss. Aber wisst ihr was? Wie ich mich entscheiden werde, erfahren wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen.